Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr euch belohnen, abonniert genau jetzt den Kanal. Warum? Das erfahrt ihr dann schon. Und das Auto, das ich heute dabei habe für euch, wir machen ja jeden Tag ein Review, aber heute ist ein besonderer Tag, das ist ein Facelift. Und das ganze Auto nennt Chassis die Hummel. Es ist eine Hummel auf Koks, sind wir mal ehrlich. Und die große Frage ist, was ist jetzt? Denn der Vorgänger, der war für so ein SUV und SUV-Coupé schweinehart, hatte ein richtig nervöses Heck und hat geknallt ohne Ende. Ein unglaubliches Spaßmobil. Und hier steht da jetzt der BMW X4 M Competition. Ja, es gibt nur noch den M Competition. 510 PS, der schneller in 3,8 Sekunden auf 100 wird 285 km/h schnell. Und ihr merkt schon, ich habe nicht gekokst, ich habe nicht 200 Kaffee getrunken, ich bin einfach nur begeistert von diesem Auto. Was werden wir heute machen? Wir werden über die scheißgeile Sao Paulo Yellow Hummellackierung sprechen, was ihr da machen könnt. Wir werden in den Innenraum gehen, wir werden über das Facelift sprechen, das ist es ja hier, das LCI-Modell, was es heißt, den Sound anhören, durchbeschleunigen. Ja, eben alles machen, was euch interessiert und vor allem die Frage stellen, ganz cursemäßig, und was ist jetzt? Ist er immer noch so hart? Hat er immer noch so ein leichtes Heck? All das werden wir heute besprechen, über das Wettbewerbsumfeld sprechen, über den Preis, könnt ihr euch den leisten. Dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch Hummeln da draußen. Und dann gibt es einen Kuss fürs Auto vom objektophilen Jan, abonniert den Kanal. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich über euren Retter in der Not. Wer ist das? GoLeasy. Warum? Was machen die Jungs denn? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Vor allem machen sie für euch was Unbezahlbares, vielleicht bezahlbar. Und wenn man über die Historie spricht jetzt vom X4 und X3M, dann ist es noch gar keine so lange, denn das Auto gibt es seit 2019 und jetzt 2021 haben X3 und X4 ein Facelift bekommen, wovon der eben auch profitiert. Heißt, wir haben hier das LCI-Modell. Was heißt das? Das ist nichts Schmutziges, das heißt Life Cycle Improvement oder Impuls kann man das zum Beispiel auch nennen. Und BMW ist sehr stolz, dass man das jetzt geschafft hat, dass der in 3,8 Sekunden auf 100 geht. Denn spricht man über das Wettbewerbsumfeld, dann ist man jetzt genauso schnell wie der Mercedes-Benz GLC AMG 63S oder die Alfa Romeo Stelvio Version als Quadrifoglio und ist sogar 0,5 Sekunden schneller als der Macan GTS. Da ist man stolz drauf, mit dem Drivers Package wird der 285 km/h schnell. Und heute sprechen wir jetzt eben ein bisschen drum, was hat man sich bei den bayerischen Motorenwerken einfallen lassen, dass dieses Auto, und das liebe ich an BMW, weil die sagen nicht, hey, wir bauen so ein SUV, so ein Performance-SUV-Coupé, das ist dann ein bisschen weich, ne, ein bisschen lauter, hat ein bisschen mehr Bums. Nein, da ist Fahrwerkstechnik drin, der ist hart, der hat ein nervöses Heck, damit kann man driften. Aber das ist natürlich vielleicht für den Zielkunden ein bisschen schwierig, weil die wollen natürlich ziemlich sanft ihre Eier auch zum Kindergarten schaukeln. Nicht mit BMW. Ob es mit diesem Modell heute genauso ist, erfahrt ihr in diesem Review. Ja, was die optischen Elemente sind im Facelift, werden wir jetzt eben auch besprechen. Und da fangen wir erstmal an. Das Auto ist 4,75 Meter lang. Ich hatte übrigens mal einen. 1,93 breit, 1,62 hoch und erstmal, was macht man bei einem Facelift? Neue Farben. Und die Farbe hier kennt ihr von M3, M4, ein paar optische Elemente auch. Das ist Sao Paulo Yellow. Danke BMW für diese Farbe, ist die geil. Ich würde die Hummel in der Farbe nehmen, sonst könnte man sie auch nicht Hummel nennen. Ne? Es gibt ja nur noch die Competition-Version, nur noch mit 510 PS. Warum? Weil in Deutschland sowieso jeder die Competition-Version genommen hat und nicht die schwächere 480 PS-Version, weil wenn schon, denn schon. Ja?
Denke ich eigentlich auch. Und dann gibt es noch dieses Bay Blue als neue Farbe. Es gibt so ein paar Individuallackierungen, die auch neu sind jetzt zum ersten Mal hier drauf. Was hat sich vorne getan? Da müsst ihr euch vielleicht X3, X4 Facelift auch mal anschauen. Erstmal jetzt hier ist natürlich die Niere wie gewohnt bei BMW ein bisschen größer geworden. Hier allerdings nur dezent größer. Ne? Schwarz, wir haben jetzt hier diese aufrechten Streben drin, eine schwarze Umrandung. Gibt ja nur noch die Competition-Version, also schön schwarz alles. Und der Steg hier vorne, wo die Kamera drin ist, verbindet die Niere. Hier steht schön drauf M. Alter, ist das von vorne ein Look. Und die Leuchten sind 1 Zentimeter runtergewachsen, ein bisschen schmaler geworden. Es gibt immer adaptive LED-Lichter hier vorne drauf und hier ist das grandiose 1000 € teure Laserlicht drauf, was 650 Meter Reichweite hat. Hier innen drin blau ist. Und kleiner Trick von mir, wenn ihr die blaue Farbe hier nicht wollt, müsst ihr das Serienlicht nehmen, die Shadowline drauf und dann ist es dunkel, böse, allerdings ein bisschen schlechteres Licht. Und was macht man dann bei einem Facelift, um das Auto neuer aussehen zu lassen? Natürlich den Stoßfänger hier vorne anpacken. Und der hat jetzt hier so ein horizontales Element drin. Und an was erinnert euch genau dieses Element? Genau, an M3, M4, heißt man hat im Grunde eigentlich Stoßfänger von M3, M4 abgeschraubt und hier dran gepackt. Nein, mal ganz im Ernst, das ist echt von vorne böse. Wir haben hier unten auch das neue Assistentensystem, seht ihr an diesem Element, richtig schöne Lippe. Hier unten von vorne ist es ein richtig böser, richtig geiler, richtig gelber Look. Und wenn man jetzt so ein bisschen ins Profil geht, komme ich eben zum Schwelgen, weil als ich den Vorgänger gefahren bin als M-Version, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Die BMW-Schweine, die haben den unglaublich hart gemacht, diesen Hochsitz. Die haben den unglaublich leicht am Heck gemacht. Wie kann denn das sein? Man kann mit diesem Auto driften, man kann mit dem auf die Rennstrecke. Aber ist es denn wirklich was für die Leute, die einfach nur, sich sanft eben in den Kindergarten oder zur Arbeit wiegen wollen? Ich weiß es nicht. Man hat ein bisschen was gemacht. Ein adaptives M-Fahrwerk ist hier immer drin. Das ist jetzt soll ein bisschen komfortabler sein. Ob es jetzt wirklich so ist, das erfahren wir dann. Ob das Heck immer noch so schön weggeht, das erfahren wir dann in unserem Fahrbericht. Und außen haben wir ein paar Änderungen. Zum Beispiel haben wir hier eine neue 21 Zoll Felge drauf, die pro Rad eben 2 Kilo einspart. Die ist hier drauf und schaut euch das mal an. Das ist mega, die geile geschmiedete Felge. Hier außen dann nochmal so abgebürstet dunkel. Mein Gott, ist die geil. Und die M-Compound-Bremse hier drauf ist serienmäßig. Also der Bremssattel in blau, schwarz oder rot ist optional. Tolles Rad, tolles Design. Und hier die Kieme ist auch in so einem Schwarz. X4M steht drauf. Schaut es euch wirklich gern mal an. Und dann haben wir hier natürlich was drauf, was das Auto noch ein bisschen böser macht, nämlich die Carbon-Spiegelkappen hier oben drauf. Sind die schön. Ihr könnt auch noch ein Glasdach nehmen, das würde ich immer nehmen. Ich weiß, ein kleiner Widerspruch. Und es gibt auch noch eine schwarze Dachreling, die man hier auch noch bestellen kann, die es böser macht. Schwarze Umrandung eben für die Fenster. Und ich bin ja nicht nur der optische Typ, sondern ich erzähle ja ein Auto normalerweise heckangetrieben. Wir haben immer Allrad in den X3, X4 Modellen und auch in den M-Versionen. Und über eine Lamellenkupplung bekommen wir die Kraft nach vorne, was richtig böse ist. Und ich sage euch was, ich weiß, SUV-Coupés sind umstritten, aber der X4 ist so schön, dass ich ihn selbst mal hatte. Und diese Dachlinie hier hinten runter, die gefällt mir einfach ausgesprochen gut. Auch die Schwellerverbreiterung ist mega schön. Das ist Geschmackssache, ich weiß. Jessie sagt auch, es ist eine Hummel. Ich sage, es ist eine Hummel auf Anabolika, so schön finde ich sie. Hier oben so ein bisschen Lamborghini-esker, kleiner, zurückhaltender Dachkantenspoiler. Die Heckscheibe hier hinten schwarz runtergezogen, oben Haifisch-Antenne. Und dann haben wir hier so einen kleinen Entenbürzel, auch optional, in diesem Carbon-Paket hier, also im Carbon hier hinten, kostet was extra, lohnt sich aber. X4M Competition steht hier drauf. Die Rückleuchten schön dreidimensional ausgeformt. Und dann eine Sache, ich habe gerade mit den BMW-Leuten gesprochen und habe gesagt, ey, hier unten dieses Teil, das finde ich echt gelungen. Auch hier den Unterfahrschutz / Diffusor oder die neue Klappenauspuffanlage hier drauf, die ja stufenlos funktionieren soll, schön. Und dann sagen die mir, das hier ist ein Amboss.
Und dann sage ich, was, ein Amboss? Haben die mir das gezeigt? Ich weiß, Bildungslücke. Aber wirklich dem nachempfunden. Wenn ihr den Sound hören wollt, müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben. Dann präsentiere ich euch den von diesem Monster. BMW hier schwarz unterlegt, mega schick. Ne? Und das Auto zieht 2,4 Tonnen, was richtig praktisch ist, ne? Und hat einen Kofferraum von 500 bis 1400 Liter, ein bisschen mehr, aber mein Kopf wird auch nicht besser. Ne? Tankfüllung passen da 65 Liter rein, braucht man auch. Und jetzt schaut mal hier rein, da passt genug rein für die ganze Familie. Hier nochmal so ein kleiner Schutz für den Bierkasten, wenn man den dann draufzieht. Hier unten bekommt ihr ein Reserverad und oder was für eurer Freundin versteckt. Sehr praktisch. Hier oben dieses Teil könnt ihr dann abmachen und habt halt so eine richtig gute Hutablage. Könnt ihr allerdings wieder drauflegen. Könnt hier die Rückbank umklappen und habt dann eben die Möglichkeit, in eurem X4M zu pennen. Ist auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt, wenn man in seinem Performance-SUV pennt. Hier ist dann der Tank. Bei dem Verbrauch muss man dann etwa alle 600 Kilometer nachtanken, ist allerdings auch okay. Ich habe euch jetzt die Facelift-Elemente gezeigt. Schön finde ich auch, dass wir hier so eine richtig wertige Jalousie hinten haben, die man auch wegmachen kann. Hier oben geht dieses Auto dann zu. Aber ganz ehrlich, eine Sache müssen wir jetzt noch der Rationalität wegen machen. Ich springe auf die Rückbank und dann schauen wir mal, ob ich, also die Hummel, in der Hummel Inception-mäßig Platz hat. Kommt mit. Ja, hat er. Hat Platz. Und zwar eine halbe Faust hin zur Decke habe ich Platz und nach vorne für die Knie habe ich auch Platz. Heißt, wenn eure Kinder nicht gerade Scottie Pippen heißen und Basketballspieler sind, haben die hier hinten auch Platz. Und was BMW natürlich unglaublich macht, sind hier vorne Sitze mit integrierter Kopfstütze und ist dieses Leder hier drin. Schaut euch das mal an. Isofix habt ihr auch. Ihr bekommt hier hinten auch einen Kindersitz rein. Wird dann das schnellste Kindertaxi der Welt wahrscheinlich. Habt hier auch die Anschnaller in der M-Farbe drin. Und schaut mal hier, wie das ausgeformt ist. Hier oben dann diese schmalen Kopfstützen. Bekommt dann auch dieses Teil hier umgeklappt für die Skifahrer. Ist ja für ein Allrad auch nicht uninteressant. Oder bekommt eben hier dann die Armauflage runter, könnt da dann hier eure Getränke reinmachen. Hier vorne werden sich die Kinder auch selten streiten über die USB-Anschlüsse hier, denn ihr habt zwei. Ja, und die Klimaanlage habt ihr da hinten und ansonsten habt ihr hier noch so ein schönes Licht, dunklen Himmel sowieso, nur der Innenraum wäre heller mit einem Glasdach. Deshalb würde ich den eben nehmen. Und jetzt schaut mal in die Tür, Carbon-Element hier drin, kleines X hier. Flieger kommt vorbei, passt ganz gut zum Auto. Ich hoffe, er hat sich jetzt nicht erschrocken wegen der Farbe. X steht hier drin, alles schön gepolstert, richtig gut, richtig wertig verarbeitet. Und jetzt sprechen wir über den Motor. Es fängt auch leicht an zu regnen, heißt, die Welt verneigt sich vor diesem Wunderwerk der Technik. Zweimal ziehen immer bei BMW. Ich werde es euch jetzt ersparen, euch zu erzählen, dass es unglaublich viele Motoren im X3, X4 gibt. Ich werde über diesen Motor sprechen. Rein 6-Zylinder, 3 Liter Biturbo. Die Kurbelwelle ist neu, 2 Kilo leichter, heißt, er hat ein besseres Ansprechverhalten und mehr Dampf. Ich mache jetzt mal auf, wollt ihr ihn sehen? Wollt ihr ihn wirklich sehen? Wollt ihr ihn wirklich sehen? Ja. Und schaut mal hier, die Strebe da vorne ist auch eine Option aus Carbon. Und jetzt schaut euch den Motor an hier. Alter! Und der hat zwar immer noch 510 PS wie der alte Competition, aber 50 Newtonmeter mehr Drehmoment gewonnen. Heißt, wir haben jetzt 650 Newtonmeter mehr Drehmoment und der geht, obwohl das Auto, die Hummel, 2,1 Tonnen wiegt, in 3,8 Sekunden auf 100. Das ist 0,3 Sekunden schneller als der Vorgänger. Damit ist er sehr konkurrenzfähig. Gespannt bin ich auf die echte Zeit, wenn man die dann auch mal wirklich seriös stoppen kann. Mit dem M-Drivers Package wird er nicht nur 250 km/h schnell, sondern nein, 285 km/h, kostet 2500 € extra. Was allerdings interessant ist, ist, dass er einen Verbrauch hat von 10,7 Litern etwa. Schaut euch den Motor an, wie schön der hier drin Platz hat. Sieht aus, als wäre dieses Auto mit diesem Motor geboren, verheiratet und will immer mit dem zusammenbleiben. Ist vermutlich das letzte X4M Competition Modell, das es gibt.
Aber was wir jetzt machen, ist über den Innenraum sprechen, wo ich euch außen ein bisschen erzählt habe, dass er ein paar Elemente vom M3, M4 bekommen hat. Hat er die innen auch bekommen, übrigens auch vom M8. Wir werden kurz den Innenraum abnudeln, euch zeigen und dann wird geballert und dann schauen wir mal, ob der immer noch so bretthart ist. Kommt mit. Jetzt kommen wir zum Innenraum. Hier gibt es ein paar Änderungen, die sind aber klein und leicht. Und ganz ehrlich, ich mag einfach die BMWs von innen. Soll allerdings auch keine unnötige Lobhudelei werden hier. Ich werde euch jetzt einfach den Innenraum zeigen und beginnen will der Autor mit den Sitzen, weil das ist ja das, was uns neben Lenkrad am meisten mit dem Auto verbindet oder mich in dem Fall. Schaut euch die an, tolles Leder. Unten könnt ihr die Beinauflage hier verlängern, was ich immer sehr wichtig finde. Und dann schaut mal hier diese Steppung, das M-Logo hier in der integrierten Kopfstütze hier mit den Sportsitzen und ganz tolles. Unten gibt es so einen Knopf, da könnt ihr die Backen breiter oder weniger breit machen. Je nachdem, ob ihr gerade eine Weihnachtsgans verdrückt habt oder nicht. Ne? Ja, und hier seht ihr schon, hier haben wir die Gestensteuerung drin, die kostet was extra, da kann man dann lauter, leiser machen. Und ich gehe jetzt nicht in die Rehab, sondern zeige euch das Auto. Schauen wir mal noch kurz in die Tür rein. Carbon-Element oben, toll gepolsterte Armauflage. X steht vorne, ist ja ein X-Modell, ne? Ist ja auch Allrad getrieben, dieses Auto. In der Tür unten sehr viel Platz. Und dann haben wir noch eine M-Einstiegsleiste unten, haben das M-Logo in der Fußmatte, sehr dezent. Wir haben hier ja nochmal so ein Handschuhfach, Carbon-Element hier vorne drin. Hier ist das große Infotainment drin. Wir haben eine sehr breite Mittelkonsole übrigens. Hier ist der Schlüssel. Ich finde, der sieht in der Hose immer relativ unvorteilhaft aus. Ihr könnt hier auch sehr schön dann schauen, von außen ist das Auto auf, zu, wie weit kommt er noch mit dem Auto, vorklimatisieren zum Beispiel auch. Und hier drin könnt ihr dann das Handy verstauen oder den Schlüssel da vorne irgendwie reinstecken, hier reinlegen, habt einen Cupholder hier drin, ne? X4M Competition für die Freundin steht hier drauf und hier ganz spannend ist der Gangwahlhebel für die 8-Gang-Automatik von ZF und das Teil hier drin, das kommt euch sehr bekannt vor aus M3, M4 Abgassteuerung, Setup da vorne für dann die ganzen Antriebsdinge und der M-Modus haben wir hier. iDrive-Schalter ist noch hier, Bergabfahrhilfe haben wir hier auch, Sportgas ist hier, schön M bezogen und dann haben wir hier noch ein kleines Fach USB-C-Stecker ist hier drin und jetzt würde ich sagen, kommt Jessie mal rein, weil die friert, es hat irgendwie so 6 Grad oder 7,5 Grad, das Lenkrad. BMW-Lenkräder sind ein Gedicht, nicht nur wegen der Heizung hier vorne drauf oder dem M-Logo oder den M-Farben, sondern die sind dick, fleischig, die Schaltpedal drehen sich hier mit. Ich genieße das, ich liebe M-Lenkräder, hier alles für die Steuerung der Assistenten, hier dann alles für die Steuerung vom Infotainment. Vorne die M-Anzeige, die kennt ihr aus dem 8er so ein bisschen. Ne? Ihr könnt hier auch ein G-Kraftmesser reinmachen, das Radio reinmachen, schauen, in welchen Fahrmodi ihr euch gerade befindet. Head-Up-Displays vorne seht ihr jetzt nicht, weil das Auto noch nicht an ist. Zeige ich euch dann später. M1, M2-Modus ist relativ geil. Da habt ihr diese Short-Wahl-Knöpfe, die ihr euch dann frei belegen könnt. Das ist schon echt ganz cool. Was ich mag, hier unten auch, schaut mal, hier müsst ihr gar nicht drücken, fahrt da einfach so drüber und könnt euch hier wichtige Dinge anzeigen lassen. Sitzheizung haben wir hier, machen wir Jessie jetzt mal an. Mensch, bin ich ein Gentleman. Die Assistenten haben wir hier und das ist eben dieses verbesserte Assistenzpaket hier drin. Im Facelift geht alles ein bisschen besser. Bis 220 km/h Spurhalteassistent zum Beispiel. Ansonsten mag ich halt die Steuerung über den iDrive-Schalter da unten. Da könnt ihr auch drauf schreiben, wenn ihr wollt. Habt Shortwahlknöpfe und hier habt ihr so eine Home-Ansicht, wo ihr die wichtigsten Dinge seht, aber ich mag eigentlich am liebsten hier einfach so durchzutoggeln. Ne? Hier geht es dann immer wieder zurück. Hier habt ihr dann Apple CarPlay, Android Auto im Operating System 7, auch over the air. Und auch interessant ist, schaut mal, ihr könnt hier auch drauf schreiben, wenn ihr wollt.
und hier wieder löschen oder ein Herz drauf malen für die Freundin als Gentleman. Und hier geht es dann wieder zurück und interessant sind natürlich die Dinge zum Auto. M1 könnt ihr hier konfigurieren und da seht ihr auch, was ihr machen könnt, ist die Lenkung, Fahrwerk, Getriebe, Motor, den Allrad, ne, M2 genauso. Ihr könnt Head-Up-Display euch hier anzeigen und schauen, welche Ansicht ihr da am liebsten wollt. Und hier geht es dann wieder zurück, Fahrinfo, schaut mal, wie schön die Grafik gemacht ist, die Sportanzeige hier, die Fahrdaten hier, die X-Anzeige oder die Energieflussanzeige finde ich immer ganz charmant hier drin. Hier geht es dann wieder zurück, ne? Fahrprofile könnt ihr euch auch einstellen. Ich steuere dieses System immer am liebsten hier unten. Und dann mag ich die Apps, denn ganz neu ist hier nicht nur, also nicht der Laptimer, sondern der Drive Recorder und auch Amazon Alexa. Jetzt wird die App geladen, dafür müssen wir dann den Motor anmachen und dann können wir hier auf Aufnahme klicken, ne? Aufnahme läuft, okay. Und dann könnt ihr euch die gespeicherten Aufnahmen hier anschauen dann, wenn sie dann verfügbar sind. Ist ganz geil eigentlich. Genauso wie im M-Laptimer, also der Drive Recorder hier drin ist auch neu. Ja, dann habt ihr eben verschiedene Apps, echt viele Dinge. Ich könnte eine Stunde über den Innenraum sprechen, will ich aber nicht machen. Ich zeige euch jetzt mal noch die Aufnahme hier. Das seht ihr dann, könnt ihr dann hier abspielen. Ist jetzt unspektakulär, passiert draußen nicht viel. Aber wenn ihr gerade über die Nordschleife rasen würdet oder das Teil irgendwie als so Unfall-Dashcam nehmen würdet, wäre es eigentlich auch ganz geil. Was wir jetzt machen, ist endlich... Ja, jetzt fahren wir, aber bevor es losgeht, mache ich euch hier an. Hier unten könnt ihr den Sound präsent oder weniger präsent machen und dann schauen wir uns mal das Setup an hier. Ja, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht machen wir Sport rein und ich zeige euch mal den Sound. Alter! Und jetzt machen wir das Ganze kurz von außen. So, und jetzt gehört natürlich auch zu so einem Review dazu, dass wir die Rückfahrkamera zeigen und das ist ganz geil, weil da habt ihr hier diese 3D-Ansicht. Schon mal, da könnt ihr hier so rumspielen. Großartig, also wer da noch Felgen kaputt macht, außerdem ist es ein echt schönes Gimmick. Ich mag übrigens die Energieflussanzeige hier, die mache ich euch mal rein und jetzt schalten wir auf D und fahren mal hier los. Es gibt eigentlich ganz schöne Straßen hier in Garching, wenn nicht hier, wo dann, wo die M GmbH zu Hause ist. Und jetzt fahre ich hier auf die Straße, ne? Mach mal kurz eine Vollbremsung, wir beschleunigen mal eben durch und schauen uns das mal an, wie das so funktioniert. Ja, 100. Völlig krass hier drin. Aber jetzt natürlich interessant. Ich mache den M1-Modus mal rein, wenn ich hier drücke, beziehungsweise... Ja, machen wir hier mal auf Sport hier vorne. Das ist ein bisschen verwirrend, dass es so viele Möglichkeiten gibt hier. Ihr könnt auch schön die Schaltzeiten hier anpassen in 3 Stufen. In dem Modus natürlich die höchste Stufe. Und was jetzt auffällt ist, oh, ist immer noch verdammt hart. Der hat immer noch eine sehr direkte Lenkung. Der hat immer noch einen total präsenten Sound. Er ist vielleicht ein Mühe weicher geworden. Ich habe überlegt, wie zeige ich euch jetzt, dass das Heck immer noch einigermaßen sich schnell eindreht, natürlich sich schneller wieder fängt. Schwierig, weil wir sind jetzt hier halt auf den Straßen rund um Garching. Eigentlich wäre das was man auf der Rennstrecke zeigen müsste. Aber glaubt mir, das ist eine SUV Drift Machine. Ich weiß, es klingt ein bisschen pervers, aber ist genau so gemeint. Und der Sound hier drin mit der stufenlosen, serienmäßigen Klappenauspuffanlage ist natürlich sowieso ein Gedicht, ne? Ihr habt dann hier auch übrigens den M2-Knopf, wo man dann echt ein bisschen mehr aufpassen muss. Und schau mal hier, wenn man jetzt hier in die Kurve fährt, merkt man schon, okay, das Heck ist einigermaßen leicht, fängt sich wieder schön. ESC ist jetzt aus, heißt wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Und dann geht der ohne Ende nach vorne. Ich bremse nochmal ab, wenn man lang links drückt, hat man auch hier die Möglichkeit eben, dass der dann so kurz auf Sprint geht und jetzt beschleunigt man hier durch. Schaut mal oben, seht ihr auch schön die Ganganzeige, wenn ihr ins Head-Up-Display reinschaut.
Das ist natürlich großartig da vorne. Jessie haut es jetzt nach hinten, was lustig ist und auch ein bisschen lustig war. Und das Auto hier ist ein Gedicht. Fahrwerk toll, Allradsystem toll, leichtes Heck aus meiner Sicht toll, Härte vom Fahrwerk, genau mein Geschmack, genau mein Ding. Ganz Matthias Malmedy-mäßig kann man hier ja immer schön vom Driften sprechen, ne? Und hier auch echt ganz gut abgestimmt. Vor allem ist die Bodenfreiheit gut. Aber jetzt geht es in dem Review ja nicht nur darum, dass das Heck kommt, dass es die ultimative Fahrmaschine ist, sondern ihr wollt ja wissen von mir, kann man den jetzt weicher machen. Jetzt stellen wir das Fahrwerk mal auf Komfort, Motor auf effizient. Und jetzt ist er natürlich ein bisschen weicher. Jetzt ist er ein bisschen leiser, jetzt ist er ein bisschen zurückhaltender. Wenn nicht das alles zu stressig ist, stellt er hier auf Road. Aber er ist für so ein SUV dann doch noch erstaunlich hart. Aber ich wäre ehrlich gesagt gar nicht so der harte Typ, wenn ich bei Setup nicht alles hier jetzt auf Sport Plus machen würde. Was Schönes ist auch, dass ihr halt die Knöpfe am Lenkrad habt und hier Gas gebt, weil dieses Auto, schaut mal hier, wenn man hier so eine Doppelschikane hat, das ist ein Rennwagen. Ein Rennwagen als Hochsitz, als SUV, was ich weiß schon im ersten Moment ein bisschen schräg klingt, aber was ich toll finde, was ich auch Jessie erzählt habe, sie hat gesagt, wer soll dieses Auto kaufen, für wen ist es was? Stellt euch vor, ihr seid Daddy, musstet gerade euren 11er verkaufen oder euren M4, weil ihr mehr Platz braucht und die Frau motzt. Und dann habt ihr jetzt dieses Auto, heißt, ihr könnt die Kinder bequem zur Schule schaukeln, ne, oder euch auch mal zur Schwiegermutter. Und dann sind die raus und ihr macht eben das hier. Seht vorne auch schön die Schaltanzeige drin, ne, wenn ihr es übertreibt. Und habt hier die 8-Gang-Box von ZF. Und wenn dann irgendwie so ein Schleicher vor euch ist, sagt er einfach, ich werde schon so viel gestriezt und getriezt in meinem Leben, ich überhole den und habt halt eine ganze Menge Spaß. Wir haben den nie unter 12 Liter gefahren. Ich denke, ihr könnt auch gut und leicht 15 brauchen. Ihr könnt allerdings, wenn ihr den halt so ein bisschen komfortabler abstimmen wollt, bestimmt auch an die, sagen wir 11 brauchen. Jetzt beschleunigen wir zum Abschied noch einmal durch, weil das macht bei diesem Auto halt unglaublich viel Spaß. Für 2,1 Tonnen, wie der mit den 650 Newtonmetern nach vorne geht, ist krass. Einmal links ziehen übrigens, das habt ihr jetzt hier gesehen, schaut mal, einmal links ziehen und der stellt sich auf scharf und dann könnt ihr eben immer wieder überholen durch Beschleunigen, 285 km/h auf der Autobahn. Ja, jetzt gibt es ein kleines Problem. Ich will hier nicht mehr raus, aber BMW will das Auto zurück. Vielleicht tackere ich mich einfach hier drin fest. Ja, ich komme ja. Ihr wollt ja auch was wissen zum Fazit, ne? Nehme ich mal an. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, denn 2 Herzen schlagen in meiner Brust. 99% von den 2 Herzen, also fast beide, finden dieses Auto ultra geil, wollen nicht mehr raus, wollen es nicht mehr abgeben, sagen, alter BMW, danke für den kranken Wagen. Warum? Weil ihr baut nicht einfach so Mercedes-eske Eierschaukeln, die euch von A nach B bringen, ein bisschen laut sind und ja, natürlich ein echt gutes Ansprechverhalten haben. No, BMW sagt, wir machen den hart, wir machen den giftig am Heck und Chapeau BMW für dieses Wunderwerk der Technik. Ich liebe die BMWs und ich finde schon, wenn SUV-Coupé, dann kann man es ja auch ein bisschen in Kauf nehmen, dass der einem die ein oder andere Blombe daraus zieht. Und jetzt mal ganz im Ernst, alle sprechen über Umwelt, das ist der letzte, vielleicht noch einen kaufen, um ihn sich wegzustellen und in Zukunft wird dann alles à la BMW, à la Tesla elektrisch, aber das ist ein Auto, das meine volle Emotionalität verdient, auch wenn ich, und das ist eigentlich sehr überraschend, gar nicht so der SUV-Typ bin. Das hat auch Jessie überrascht. Und jetzt spricht man natürlich über das Facelift. Das Facelift hat ein paar kleine Änderungen, die sind gelungen, die machen das Auto besser, auch technisch. Und dann ist der Preis eine Frage. Und da habe ich schon meinen Steuerberater angerufen und gesagt, ey Josh, was machen wir da jetzt? Jessie für ein paar Kamele verkaufen? Nein, sagt sie. Das ging dann auch nicht. Und
Dann sagt er, ja, was kostet der denn? Und dann habe ich gesagt, ja, der kostet 97.600 als X3 M-Competition und hier kostet er nur 2.000 € mehr als X4 M-Competition. Sagt er, ja, das geht ja. Also das kannst du dir nicht leisten, ja. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber da kommt ja noch bestimmt 20.000, 30.000 € Ausstattung dazu. Da hat er nur gelacht. Wer nicht lacht über sowas, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Weil was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Ist quasi meine einzige Möglichkeit, so ein Auto tatsächlich mal zu fahren. Ja, und eure einzige Möglichkeit, den besten Auto-Review-Kanal der Welt zu abonnieren, ist jetzt auf Abonnieren klicken, denn das beglückt euch. Genauso wie Jessica jeden Tag mit einem Review. An jedem anderen Tag gibt es dann eins von mir. Macht es genau jetzt, ist eine gute Sache. The Car Crash Review Goat. Unsere Road to Glory, seid dabei. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Hummelzirkus. Tschüss.